Ich bitte dich, komm heute Nacht, alles ist bereit gemacht. Wie sehr freuen Sie sich denn auf die Tournee? Ich freue mich sehr. Die Melodien, die wir planen, sind wahrscheinlich, zumindest ab einer gewissen Generation, in jedermanns Kopf irgendwo gespeichert. Und wenn man die dann abruft, glaube ich, haben alle Beteiligten großen Spaß. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Reaktion. Magische Töne, das ist der Titel der Tournee. Wie magisch wird's denn? Wir können jetzt versprechen, dass es magisch wird. Wie sehr, glaube ich, muss ein Publikum selbst entscheiden und vor allem mit dabei sein, um es zu erleben. Das Melodienpotpourri ist auf jeden Fall so ausgewählt, dass es ziemlich magisch werden kann. Und wann wird es für Sie magisch? Mir hat mal jemand gesagt, Jonas, deine lauten Töne beeindrucken mich, aber deine leisen Töne bringen mich um den Verstand. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Credo. Natürlich muss man laut sein, natürlich braucht man die kräftigen, hohen Schmettertöne und alles, aber wenn es eben dann intim und zart wird, glaube ich, das sind die magischen Momente. Und was fasziniert Sie an der Musik von Franz Lehár, Emmerich Kallmann, Paul Abraham? Es ist eine unglaubliche, unbeschwerte Heiterkeit, die gleichzeitig natürlich auch die Melancholie mitschwingen lässt, aus einer Zeit, die wir uns vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen können, wo man einfach versucht hat, für 5 Minuten alles zu vergessen und sich total in diese Genres hineinzustürzen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wie relevant ist denn die Musik heute? Wie sehr können wir sie auch ins Jetzt tragen? Gute Musik verliert nie ihren Zauber und ihre Kraft. Wir sind leider in einer Zeit, in der auch Kriege nicht mehr unmöglich sind, wie sie noch vor vielleicht 15, 20 Jahren erschienen. Und dementsprechend ist das vielleicht auch ein gutes Mittel, all die Sorgen, die sich heute wieder aufstauen, einmal zu vergessen und über Bord zu schmeißen. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Ort, um sich wegzuträumen, so ein Konzertsaal. In welche Welt kann sich denn das Publikum begeben bei diesen Konzerten? Ja, wir haben ja diesmal Ungarn so ein bisschen als Thema gewählt. Es sind fast alles Komponisten aus dem damaligen ungarischen Teil Österreich-Ungarns. Am Anfang im 19. Jahrhundert gab es ja hauptsächlich Stücke über die höhere Gesellschaft. Und ähnlich wie im Verismo auch, hat man dann um die Jahrhundertwende plötzlich angefangen, über den einfachen Bürger, über den Städter, über den Bauern vom Land oder was auch immer zu schreiben. Daraus können wir jetzt natürlich gewinnen, indem wir uns in all diese Bevölkerungen und damit in all diese Landschaften träumen und entführen lassen können. Das sind alles Stücke, die einen, sobald es in diese Richtung geht, finde ich, praktisch nicht stillsitzen lassen können. Und ich glaube, es ist nicht zu viel versprochen, wenn man sich da in eine heile, in eine glückliche, in eine schöne Vergangenheit träumen lassen kann. Jede Stunde verjüngt sich die Welt, die herrliche Welt, singt die Sonne abends nieder, strahlend steht die Morgenflieder an dem blauen Himmelszelt. Und wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Musik singen? Trägt Sie das auch an einen anderen Ort? Sind Sie gerne mal ein bisschen melancholisch? Absolut. Ich bin sehr empfänglich für das, was Musik transportiert und begeisterter Verfechter der Idee, dass man mit Musik Emotionen transportieren und beeinflussen kann. Wie kann das Publikum an so einem Konzertabend die Atmosphäre beeinflussen, verändern? Ich erwarte den einen oder anderen, der sich davon hinreißen lässt von diesen Melodien. Also still sitzen werden die wenigsten. Wie ist es, wenn Sie so ein Programm dann über mehrere Abende singen? Wie verändert das Ihren Auftritt, Ihre Interpretation? Ich versuche immer wieder, die Stücke neu zu entdecken, neu zu erleben, mitzufühlen und das gelingt mir auch sehr gut. Gerade neulich ein Konzert gemacht, wo mir jemand gesagt hat, es ist gesungen, als ob es zum allerersten Mal über die Lippen gekommen wäre. Und das ist eigentlich das Ziel. Sie werden nicht nur alleine auf der Bühne stehen.
Malin Biström wird mit Ihnen singen. Warum ist sie die perfekte Besetzung für dieses Programm? Malin Biström ist eine großartige Sängerin, die ich seit vielen Jahren kenne, eine Schwedin und vielleicht eine der feurigsten Schwedinnen, die ich kenne. Also ungewöhnlich für das nordische Blut und auch eben in der Lage, zart, leicht, aber auch kräftig und laut zu singen. Und da ist, glaube ich, Malin eine ideale Besetzung, um all diese große Bandbreite zu erreichen. Vielen Dank.